Was ist künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz oder KI ist zu einem Schlagwort geworden, das Sie in letzter Zeit in sozialen Medien, in Gesprächen oder sogar im Fernsehen gehört haben könnten. Sie ist jedoch nicht neu. Sie verwenden KI tatsächlich schon seit Jahren, ohne sich dessen vielleicht bewusst zu sein. Manchmal wird KI als eine Kraft dargestellt, die die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und interagieren, verändern kann. Aber über den Hype hinaus ist KI ein Hilfsmittel. Eines, das sich über Jahrzehnte hinweg entwickelt hat, geprägt von den Beiträgen unzähliger Menschen aus verschiedenen Bereichen. Künstliche Intelligenz ist nicht nur für diejenigen da, die mit Technologie arbeiten, sondern steht allen offen. Also, was ist künstliche Intelligenz? Beginnen wir am Anfang. KI oder künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit eines Computersystems, aus vorhandenen Daten und Fehlern zu lernen, wodurch immer genauere Vorhersagen für zukünftiges Verhalten getroffen werden können. Dies umfasst ein breites Spektrum an Aktivitäten wie Problemlösung, Spracherkennung, Lernen und Entscheidungsfindung. Was macht KI also intelligent? Im Kern ist KI die Intelligenz, die durch Software oder Maschinen bei der Ausführung von Aufgaben demonstriert wird, die typischerweise menschliche Intelligenz erfordern. Zu diesen Aufgaben kann das Erkennen von Mustern, das Lösen von Problemen oder das Treffen von Entscheidungen gehören. Wenn Sie zum Beispiel mit Siri auf Ihrem Smartphone interagieren, verfügt sie nicht über die gleiche Intelligenz wie ein Mensch. Vielmehr haben Menschen Siri so programmiert, dass sie auf bestimmte Aufforderungen reagiert und Funktionen ausführt, wie zum Beispiel die neueste Wetterlage in ihrer Nähe bereitzustellen oder sie über ihre lokalen Nachrichten zu informieren. Ist der Assistent also tatsächlich intelligent oder ist er einfach nur trainiert, auf ihre Aufforderungen zu reagieren? Denken Sie an einen Roboter, der mit einem Menschen Schach spielt. Wir beobachten, wie er strategische Schritte macht. Aber bedeutet das, dass er im menschlichen Sinne intelligent ist? Nun, die Antwort ist nein. Der Roboter folgt lediglich den Algorithmen und Strategien, mit denen er programmiert wurde. Und er lernt aus vergangenen Spielen durch maschinelles Lernen. Wir werden später noch näher darauf eingehen. Dadurch kann er seine Leistung im Laufe der Zeit verbessern. Die Frage, ob die Aktionen eines Roboters während eines Schachspiels mit Intelligenz gleichzusetzen sind oder ob er nur einen Programmierprozess ausführt, ist nicht neu. Bereits 1950 stellte Alan Turing, ein bekannter Mathematiker und Informatiker, die Frage: Wie können wir feststellen, ob eine Maschine intelligent ist oder nicht? Um diese Frage zu beantworten, entwickelte er den berühmten Turing-Test, bei dem ein menschlicher Befrager entweder mit einem menschlichen Befragten oder einer Maschine interagierte. Der Befrager musste dann beurteilen, ob es sich um eine Maschine oder einen Menschen handelte, der antwortete. Der Zweck des Tests war nicht zu sehen, ob die Antwort richtig war. Wenn Turing zum Beispiel eine Frage wie „Was ist die Summe aus 2 plus 2 stellt?", versuchte er nicht zu beurteilen, ob die Antwort 4 ist, sondern vielmehr, ob der Antwortende eine Maschine oder ein Mensch war. Damals, als Turing diesen Test entwickelte, wollte er den Punkt erreichen, an dem es nicht mehr möglich ist, zwischen den Antworten von Maschinen und Menschen zu unterscheiden. Und diese Analyse intelligenter Systeme hörte mit Turing 1950 nicht auf. Die KI hat sich im Laufe der Jahre deutlich weiterentwickelt und ist zunehmend ein Teil unseres täglichen Lebens geworden.
Wenn Sie beispielsweise in Social-Media-Apps wie Instagram interagieren, verwendet die App maschinelles Lernen, ein Teilbereich der KI, um den Inhalt zu bestimmen, der Ihnen, basierend auf Ihrer letzten Aktivität, als nächstes angezeigt wird. Dasselbe passiert, wenn Sie sich eine Sendung in einer Streaming-App ansehen. Obwohl wir KI verwenden, ohne es überhaupt zu merken, kann KI manchmal falsch dargestellt werden, zum Beispiel in Hollywood-Filmen. Einige Filme stellen KI so dar, als hätte sie Gefühle oder sei den Menschen überlegen. Normalerweise dienen diese Darstellungen dazu, zum Nachdenken anzuregen, anstatt genau darzustellen, wie Menschen mit KI interagieren. Diese Darstellungen sind freie Interpretationen und spiegeln nicht die tatsächlichen Fähigkeiten der KI wider. Obwohl KI bestimmte Aspekte der menschlichen Intelligenz nachahmen kann, ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass sie ganz anders funktioniert als die menschliche Intelligenz. KI besitzt kein Bewusstsein, keine Emotionen oder die Fähigkeit, den Kontext auf dieselbe Weise wie ein Mensch zu verstehen. Sie ist ein Tool, das von Menschen entwickelt und gesteuert wird, und ihre Fähigkeiten sind auf das beschränkt, was programmiert wurde. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, was KI ist, denn nur so können Sie Fakten von Fiktion unterscheiden.